Hallo, ich bin der Jan, ich bin 38 Jahre alt und ich wollte euch hier kurz über meine Erfahrungen zu meiner Haartransplantation berichten. Vielleicht kurz zu mir und meiner Haarsituation. Der Haarausfall, den habe ich das erste Mal bemerkt, so in meinem 17., 18. Lebensjahr. Da ist mir aufgefallen, ich habe doch irgendwie stärkere Geheimratsecken, als das für mein Alter so normal ist. Und dann beschäftigte mich das Thema so immer über die Jahre mehr oder weniger. Die Ecken sind auch immer ein bisschen weiter gewachsen. Ich habe zwischendurch dann auch mal medikamentös versucht, dagegen anzugehen mit Finasterid. Das ist ja auch als Propecia bekannt. Und in den letzten Jahren ist dann der Gedanke gereift, dass ich mich dann doch einer Haartransplantation unterziehen will. Und im letzten Jahr, 2017, ist dann auch die Entscheidung gefallen, soll ich eine OP durchzuführen. Ja, als dann klar war, dass ich so eine OP machen will, ging es dann noch darum, wo mache ich die? Ich habe dann viel im Netz recherchiert, habe mir Foren angeguckt, habe mir Erfahrungsberichte durchgelesen, auch ein bisschen im Bekanntenkreis rumgefragt und bin dann auf die Türkei gekommen, weil ich glaube, dass es in der Türkei aktuell das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für solche OPs gibt. Habe mich dann auch schnell für die FUE-Technik entschieden. Das steht für Follicular Unit Extraction. Heißt vereinfacht gesagt einfach nur, dass Haarfollikel hier aus dem sicheren Spenderbereich hinten und an den Seiten entnommen werden, die dann verpflanzt werden auf die Stellen, wo es halt kahl ist auf dem Kopf. Dann habe ich die Agentur Health Travels gefunden. Das ist eine deutsche Agentur, die an türkische Ärzte vermittelt, die da schon langjährige Erfahrung mit haben. Wichtig war mir auch, dass die Ärzte nur eine OP am Tag durchführen und dass auch der Chirurg selber die wichtigsten Schritte der OP selbst durchführt. Und dass da nicht irgendwie 1000 Helfer am Werk sind, die eventuell gar nicht die Erfahrung haben. Ja, dann ging es ab in die Türkei, konkret nach Istanbul. Die Flüge habe ich selbst organisiert, das Hotel hat Health Travels klar gemacht. Und dann nach der ersten Nacht war ich morgens natürlich ziemlich nervös. Dann hat mich Herr Weber von Health Travels abgeholt. Der hat aber so eine ruhige, freundliche Art an sich gehabt, dass ich dann auch gleich nicht mehr so viel Angst hatte. Wir sind dann gemeinsam zur Klinik von Dr. Demirsoy gefahren. Dr. Demirsoy ist der behandelnde Arzt, den ich mir vorher ausgesucht hatte. Dort angekommen hat mich sein Assistent begrüßt, der spricht fließend Deutsch. Der war auch sehr freundlich. Wir haben dann irgendwie ein paar Fragen geklärt und ich habe meine Einwilligungserklärung unterschrieben. Und dann habe ich endlich auch Dr. Demirsoy kennengelernt. Der spricht kein Deutsch, aber hat eine sehr ruhige und kompetente Art an sich. Hat mir dann auch wieder ein Stück Angst genommen. Und Herr Weber war die ganze Zeit auch mit anwesend und hat übersetzt. Ja, dann haben wir auch noch ein paar Fragen geklärt und letztendlich die Haarlinie besprochen. Die Haarlinie, das ist der Teil auf der Stirn, bis zu dem halt transplantiert wird, wie die genau designt ist. Ich habe hier auch mal ein paar Fotos, wo man sieht, wie die Haarlinie eingezeichnet wurde. Ich war aber auch gleich mit dem ersten Vorschlag einverstanden, den Dr. Demirsoy gemacht hatte, weil er mir sehr natürlich vorkam. Dann wurde mein Kopf kahl geschoren, das ist zumindest bei Dr. Demirsoy Voraussetzung für die OP. Sieht man hier auch schön die Haarlinie vorne eingezeichnet und hinten der Bereich, von dem entnommen werden soll. Ja, und letztendlich wurde ich dann schon in den OP-Kittel gesteckt. Ja, dann kommen wir zur OP. Die hat begonnen mit einer Lokalanästhesie am Hinterkopf. Da haben mir die Assistentinnen dann Spritzen reingesetzt. Die sind aber tatsächlich weit weniger schmerzhaft gewesen, als ich sie befürchtet habe. Ich fand es eher unangenehm, dass der Hinterkopf dann auf einmal so taub wurde. Weil es ist ja auch so ein Gefühl, was man nicht kennt, dass man am Kopf so taub ist. Und dann hat Dr. Demirsoy auch schon begonnen, mit dem Mikromotor die einzelnen Grafts zu entnehmen. Das ist auch eine Sache, da musste ich mich erst mal dran gewöhnen, dass jemand mit so einem Bohrer, und man hört es ja auch immer so, an einem tauben Hinterkopf herumfummelt, aber es ist absolut schmerzfrei, das kann ich garantieren, aber es war halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es hat dann ungefähr so 2 Stunden gedauert. Danach gab es auch schon die Betäubung für den Vorderkopf und Mittagessen. Nach der kurzen Pause ging es dann auch direkt weiter mit dem Setzen der Kanäle. Das hat auch Dr. Demirsoy persönlich durchgeführt. Und nachdem die Kanäle gesetzt waren, waren dann die Assistentinnen dran. Die haben dann die einzelnen Follikel eingesetzt in die offenen Kanäle. Und das, muss ich sagen, ist eine Prozedur, die dann auf die Dauer, weil sie dann sich auch über Stunden hinzog, schon auch unangenehm war, weil man doch die ganze Zeit dann in einer Position liegt und auch irgendwann die Lokalanästhesie nachgelassen hat, dass ich dann doch ein bisschen was gespürt habe davon, dass es auch weh tat. Ich war auf jeden Fall froh, als es vorbei war. Insgesamt wurden auf jeden Fall, ich glaube, 2243 Grafts bei mir verpflanzt.
in die vorderen Bereiche. Ich bin dann ins Hotel zurück. Ich muss sagen, die Nacht war nicht sehr angenehm. Abgesehen davon, dass man ja ein bisschen aufrecht und auf dem Rücken schlafen soll, hat man natürlich auch noch ein bisschen Schmerzen und ich habe vielleicht nur 2-3 Stunden geschlafen, aber da muss man halt dann durch. Das geht, glaube ich, jedem so. Am nächsten Morgen hat mich dann der Assistent von Dr. Demisol wieder in die Klinik zurückgefahren. Dort hat mir dann eine Assistentin eine Kopfwäsche verpasst, also jetzt im wahrsten Sinne des Wortes. Die war auch ein bisschen unangenehm, aber die ist ja auch zum Glück schnell vorbei und ich hatte zum Glück noch eine Schmerztablette genommen vorher. Und dann gab es noch ein Abschlussgespräch mit dem Dr. Demisol. Es wurden noch mal Fotos gemacht. Hier könnt ihr die sehen. So sieht also mein Kopf aus, einen Tag nach der OP mit den versetzten Grafts. Und hinten könnt ihr auch die Löcher sehen vom entnommenen Spenderbereich. Ja, und im Anschluss bin ich dann auch am gleichen Tag noch direkt nach Deutschland geflogen. Es gibt ja Leute, die danach noch einen Urlaub machen wollen oder ein paar Tage in Istanbul verbringen wollen. Das wäre für mich ehrlich gesagt nichts gewesen. Also ich kann euch von meiner Seite aus empfehlen, macht sowas lieber vorher, weil man dann viel entspannter ist. Also ich war froh, ich war auch schlapp, dann nach der OP nach Hause zu kommen. Zurück in Deutschland. Die ersten Tage und vor allem auch die Nächte sind natürlich so ein bisschen beschwerlich. Man muss ja noch mit allem sehr vorsichtig sein. Ich empfehle auf jeden Fall, so 2 Wochen mindestens Urlaub zu nehmen nach dem Eingriff. Ich hatte auch dann irgendwann mit so einer Schwellung zu kämpfen die Tage danach. Die fing hier oben an, am Oberkopf und wanderte dann einmal schön quer durch mein Gesicht. Aber es geht alles vorbei und ich habe hier mal ein paar Fotos vorbereitet. So sieht jetzt mein Kopf 12 Tage nach der OP aus. Das ist meine Haarsituation 3 Monate nach der OP. Die Fotos sind jetzt 6 Monate nach der OP entstanden. Und das ist schließlich der Status 12 Monate nach der OP. Ja, dann würde ich euch noch gerne meinen aktuellen Status zeigen. Ich habe die Haare jetzt mal gestylt, das mache ich eigentlich sonst gar nicht so häufig, aber so sieht man auf jeden Fall den Haaransatz besser. Ich springe jetzt mal kurz mit der Kamera ran. Wie ihr seht, ist die Haarlinie relativ natürlich. Sie verläuft auch weich. Das ist die eine Ecke und das ist die andere Ecke. Ich glaube nicht, dass jemand sehen würde, dem ich es nicht erzählt habe, dass die Haare da rein transplantiert wurden. Es ist also ein sehr natürliches Ergebnis geworden, meiner Meinung nach. Ja, dann zeige ich euch noch meinen Hinterkopf, da wo die Grafts entnommen wurden. Der ist jetzt auch relativ kurz geschnitten und trotzdem sieht man nicht, dass da irgendwelche Löcher entstanden sind oder irgendetwas ausgedünnt ist. Es ist also alles sehr natürlich, auch am Hinterkopf. So, und jetzt das Ganze nochmal ungestylt, damit man hier nicht irgendwelchen Fusch vorwirft. Ich springe nochmal ran mit der Kamera. So sieht das Ganze dann ungestylt aus. Ich gehe mal mit dem Kamm hier rüber. Das ist die rechte Seite. Das ist die linke Seite. Ich bin zufrieden mit meinem Ergebnis. Ich merke das schon allein deswegen, weil ich überhaupt gar nicht mehr darüber nachdenke im Alltag. Also es stört mich irgendwie nicht mehr, beschäftigt mich schon gar nicht mehr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein paar Informationen mitgeben und ein bisschen Mut machen, falls ihr auch sowas vorhabt. Und dann sage ich einfach Tschüss.